Eigentlich sollte die 90 Millionen Dollar teure Fortsetzung zu Trolls von DreamWorks natürlich in den Kinos starten, aber aufgrund der aktuellen Situation ist es einer dieser Titel, die direkt per VOD angeboten werden, und damit geht es hier jetzt um Trolls 2 World Tour. Königin Poppy und ihre Trolls leben ein friedliches Leben, das wie immer kaum bunter und schriller sein könnte. Doch eines Tages erreicht sie eine Nachricht von Queen Barb, der Königin der Rockmusik, und so kommt ans Licht, was lange verborgen blieb. Die Pop-Trolls sind nämlich nicht die einzigen ihrer Art. Es gibt noch andere Königreiche, die anderen Musikrichtungen huldigen, wie beispielsweise Funk, Techno, Country, Klassik oder eben Pop und Rock. Besonders in Acht muss man sich auch vor den Anhängern des Smooth Jazz, des Jodelns, Latins oder K-Pops nehmen. Und so ist es Barb, die alle Seiten vereinen und ihrer Hard-Rock Musik unterwerfen möchte. Doch da hat sie die Rechnung ohne Poppy, dem immer noch etwas skeptischen Branch und vielen neuen Weggefährten gemacht. Trolls World Tour geht 91 Minuten, ist ab 0 Jahren freigegeben und ist seit gestern per VOD für 48 Stunden ausleihbar, beispielsweise bei Amazon, wo ich das gemacht habe, und ist für mich der erste Film, den ich tatsächlich nicht im Kino gesehen habe, der ein Kinofilm gewesen wäre, mal abgesehen von Finn Klimans Dokumentation, so ein ganz klassischer Big-Budget-Kinostreifen, und jetzt direkt im Heimkino geschaut habe, was auf der einen Seite das Gefühl mitbrachte, dass man schon merkte beim Schauen, oh, auf der großen Kinoleinwand werden so viele bunte Bilder, interessante, schöne Settings, auch die Effektwelt, die sehr aufwendig ist, mehr zum Tragen gekommen. Auf der anderen Seite konnte ich zumindest mal einen direkten Vergleich anstellen zwischen der deutschen Version und der OV-Version und mir ganze Szenenstränge in beiden Varianten mal anschauen, ob Gesinge oder Gespräche, und mal so ein bisschen gegeneinander abwägen, was ich durchaus interessant fand. Aber ich sage ganz ehrlich, ich hätte ihn lieber auf der großen Kinoleinwand gesehen. Trolls 2 World Tour als Fortsetzung. Ich fand den ersten Streifen ja sehr auf der einen Seite drollig, lustig, kreativ, ist hier etwas tiefgehender, hat als Hauptthema zum Beispiel Vielfalt und zu sagen, Unterschiede sind eben wichtig, und greift damit natürlich stärker auf wichtige Werte, wirkt dabei aber oft zu aufgesetzt. Die Settings sind bunt, der Film ist technisch wirklich raffiniert gemacht und sehr aufwendig. Man sieht, dass er 90 Millionen Dollar gekostet hat, ist aber in seiner Grundgeschichte so vorhersehbar und vor allem wieder bei der Antagonistenfigur dann doch zu wenig differenziert, dass ich so ein bisschen enttäuscht daherkam, während ich ihn wirklich technisch sehr kreativ finde, und auch vor allem für die ganz kleinen geeigneten FSK 0 ist die Geschichte etwas, wo ich mir ein bisschen mehr Raffinesse gewünscht hätte und wo ich so ein bisschen enttäuscht rausgehe. Also wirklich da so zwei Herzen, die in meiner Brust schlagen, finde ich aber tendenziell auf der einen Seite etwas besser als den ersten Teil, was eben den Look und so weiter angeht, auf der anderen Seite dann doch wieder ein bisschen schwächer. Dazu beim Fazit ein paar Worte mehr. Reden wir kurz über den Cast, beziehungsweise mal über die beiden Hauptakteure, die Figuren der Poppy und des Branch, die wir schon aus dem ersten Teil kennen, wo auch Branch letztendlich so ein ganz eigenes Anliegen hat, aber nicht so richtig mit der Sprache rausrücken will, und Poppy sich fragt, bin ich eine gute Königin und was macht eine gute Königin aus, ehe sie sich in dieses Abenteuer stürzen und auch viele andere neue Charaktere und vor allem auch Welten treffen. Und da ist Trolls 2 World Tour vor allem dann raffiniert, wenn es darum geht, sich mit den unterschiedlichen Fangruppierungen zu beschäftigen, all der Musik, die man da einfließen lassen kann. Sind es vor allem aber die Stimmen auch von Lena, Meyer-Landrut und Forster, wie schon im ersten Teil, die hier einige der wichtigsten Songs komplett eingedeutscht singen. Und da muss ich sagen, wenn ich hin und her switche in die Variante mit Anna Kendrick, die in erster Linie Schauspielerin, aber auch Sänger in den USA ist, und Justin Timberlake, da liegen da schon, ehrlich gesagt, Welten dazwischen. Da ist mehr Volumen, da ist mehr Klang, da ist mehr Farbe. Natürlich auch beim Gespräche im O-Ton sind natürlich die Lippen so synchronisiert, dass sie auf die Originalversion passen. Und da merkt man natürlich im VOD, wenn man mal genau zwischenschalten kann, schon sehr stark die Unterschiede. Aber klar möchte man, wenn man die ganz Kleinen auch erreichen will, in erster Linie eine deutsche Version abliefern, auch was die Lieder angeht, damit die das verstehen und da vielleicht mitsingen können. Bei ganz großen Medleys lässt man es dann in der Originalvariante, da merkt man dann auch in der deutschen Version, wenn man nicht übersetzt, dass da eine andere Qualität hintersteckt. Auch so bei ein paar Figuren ringsherum, wenn ich mir gucke, wer im Originalcast mitspricht in der deutschen Variante, wirken manche Stimmen eben ein bisschen weniger präsent, nicht ganz so stark, nicht ganz so charakteristisch. Auch mit Akzenten ist für mich wieder ein Ticken zu drüber hier gespielt worden an dieser Stelle. Bin ich so ein bisschen kritisch, was das angeht, aber absolut vertragbar in der deutschen Version. Gerade bei Animationsfilmen ist das immer wieder, dass man diesen Unterschied merkt, weil eben auch die Ausbildung in den USA oft bei Schauspielern oder Leuten im Showbusiness viel weitreichender
Schleichende. Also ganz viele dieser Akteure vor der Kamera normalerweise auch gleichzeitig tanzen und singen können und eben das ganze Package mitbringen. Ist eben eine andere Industrie, schlägt sich bei sowas hier dann aber an dieser Stelle zum Beispiel nieder. Und da finde ich diesen Spagat auch in den kleineren Rollen zwischen, setze ich jetzt eher Richtung Gesang oder eher Richtung Gespräche, weil beide Talente kriegt man immer ein bisschen schwieriger zusammen in deutschsprachiger Version. Okay gelungen, aber eben dann doch dieser Unterschied. Rein technischen Film, der wirklich überzeugen kann. Die Kameraarbeit von dieser wirklich sehr bunten und kreativen Welt und wenn es darum geht, sich damit zu beschäftigen, wie diese anderen Welten eben aussehen und damit ausgeleuchtet werden können, wenn man zum Beispiel in der Welt auf einer Rave-Party dann abfeiert, wenn irgendwann der Beat gedroppt werden muss, wie man da die Farben ineinander und den Rhythmus und die Schnitte aneinander packt, ohne zu schnell zu sein und gleichzeitig eben dieses Feeling einer gewissen Musikrichtung wiederzugeben, dann muss ich sagen, ist das schon cool. Es ist gelungen, dass die Bildkomposition gut durchdachten, auch die Szenenbilder durch diese verschiedenen Welten und auch außerhalb der Königreiche dieser kleinen, sage ich mal, Randgruppierung, wobei K-Pop jetzt keine Randgruppierung ist, wenn ich BTS oder sowas höre, sehe, auch wenn ich mich damit nicht beschäftige, dass ständig die Twitter-Trends flutet, ist das sicherlich keine Nische, aber Jodeln vielleicht oder Smooth Jazz dann schon, sind das nochmal so schöne Ergänzungen gegenüber diesen großen Musikrichtungen, die hier angebracht werden. Und das schlägt sich eben im Szenenbild wieder und insgesamt eben auch in der Musik. Hier wird eben über Pop, Jazz, über Rock, über Classic Country und Medleys vieles zusammengebaut. Da kann man mitschwingen, da kann man Spaß haben. Ist eben so für die Musikliebhaber vielleicht dann doch vielleicht ein bisschen zu mainstreamig und für die breite Masse zu mitwirken. Aber klar, ein 90 Millionen Dollar Film will natürlich auch von vielen Leuten gehört werden. Ist aber so auf diesem Level und der Mitschwingbarkeit wie bei einem Teil 1, nur hier ein bisschen differenzierter. Kostüm und Make-up geht natürlich damit einher, dass man die unterschiedlichen Communities der unterschiedlichen Musikrichtungen bedienen kann und beziehungsweise da auch so ein bisschen chargieren und schafft es eher, glaube ich, die Leute zum Schmunzeln zu bringen, als sich wirklich über sie lustig zu machen. Finde ich sympathisch, sehen die Effekte wirklich nie zu glatt, eher oft auch plastisch aus, wirken gut, aber ganz ehrlich, da merke ich mit am stärksten, obwohl ich das zu Hause auf zumindest aktuell einer 92 Zoll Leinwand gucke und einem guten 4K-Beamer, dass eine richtige Kinoleinwand da einfach viel mehr rausholt und einen Kinoraum gegenüber einem Fernseher oder einem Tablet oder im schlimmsten Fall einem Handy, will ich das ehrlich gesagt gar nicht mal so richtig abwägen. Da geht eben viel Wirkung verloren und gerade in dieser Zeit merke ich das nochmal richtig stark. Ist dieser Film ansonsten in seiner Idee, dass es diese Queen des Rock gibt, die alle Seiten, wie ich beim Introtext gesagt habe, und da meine ich nicht Seiten im Sinne von Seite links-rechts-Verein, sondern Musikseiten mit AI geschrieben Verein, um letztendlich die Macht über alle zu haben. Auch so eine Anleihe an Thanos aus den Avengers Infinity War und Endgame-Film, weil das ist irgendwie dann, sage ich mal, die familienerwachsenere, auch wenn nicht ganz erwachsene Version, hier als Kindervariante gedacht. Das ist irgendwie süß und so auffällig, dass man sieht, dass es eben an dieser Stelle auch eine klare, vielleicht nicht Hommage, aber so ein Übergang in eine jüngere Variante gehen soll. Und da muss ich sagen, bei Trolls 2 World Tour, ich mag das Hauptthema, die Sache, nämlich zu sagen, Vielfältigkeit und nicht bloß gute Laune zu haben, sondern zu akzeptieren, dass unterschiedliche Wesen unterschiedlich sind und dass das gut so ist und miteinander eben eine schöne Vielfalt ergibt. Das ist wichtig, das ist ein schönes Thema. Die unterschiedlichen Looks, die Ideen, die Kreativität der Welten, die da rein spielen, dass man Fankulturen gleichzeitig sich über sie witzig macht, aber auf eine Art und Weise, dass man sagt, das ist noch respektvoll, macht wirklich Freude und es ist wertig animiert rund um diese erdachten Welten. Steht gegenüber, dass die Moral und dieses Thema Vielfältigkeit für mich dann doch so ein bisschen zu aufgesetzt kommt. Zu vorhersehbar sowieso die gesamte Geschichte, dass dieser Film trotz 91 Minuten sich deutlich länger für mich angefühlt hat. Gerade auch was die Antagonistenfigur angeht, ist die für mich wieder zu eindimensional. Da wird so ein bisschen touchiert mit einer Vaterrolle, vielleicht einer Liebe, einer Hingabe. Auch der Sache, wenn sie sich selbst, Queen Barb, über andere Musikrichtungen echauffiert. Aber da könnte man gleichzeitig sie noch mehr beleuchten, als man es hier tut. Das finde ich so ein bisschen schade. Hätte ich mir gewünscht. Auch deutsche und OV-Fassung gehen auseinander. Aber wer Fan von Teil 1 ist, wer sowieso Animationsfilme mag, wer jetzt gerade eben mit Kindern zu Hause ist und froh ist über neues Material und sagt, oh, hier kann ich einen Kinofilm schauen und zumindest für 48 Stunden leihen, ist natürlich auch ein Preis mit, ich glaube, 15,99, den ich für die Leihgebühr habe, der sich so ein bisschen an den Kinopreis orientiert, wenn man zumindest zu zweit ins Kino gehen würde, dann ist das vielleicht ein Tipp wert, kann man dann aber auch mehrfach schauen, natürlich in diesem Leihzeitfenster oder sowieso DreamWorks-Filme mag, die, glaube ich, jetzt in ihrem 25. Jubiläumsjahr sind, der sollte sich Trolls 2 World Tour anschauen. Ich habe sowohl Verständnis, wenn man sagt, findet man deutlich besser als Teil 1 oder auch schwächer als Teil 2, weil es eben so ein bisschen Ansichtssache ist, worauf man den Fokus legt bei den einzelnen Themen bzw. der Technik, die hier angewendet wird. Ich komme da zum Glück auf meiner Genrewerte raus, dass ich den technisch wirklich gut finde, 7,5 von 10 möglichen Punkten gerne auf einer großen Leinwand gesehen hätte. Storymäßig hat er mich eher ein bisschen enttäuscht, weil eben wichtige Themen für mich doch zu aufgesetzt wirken, die Geschichte zu vorhersehbar. Leider nur 5,5 von 10 möglichen Punkten insgesamt von mir für Trolls World Tour und damit bin ich durch.
durch in meiner Review, seit gestern ausleihbar online auf verschiedensten Plattformen, aber da habe ich jetzt gerade nicht parat, auf welchen allen. Wer gerne den Film sehen möchte, kann das also auf diese Art und Weise tun. Ich bedanke mich fürs Reinschalten und wünsche euch ganz viel Spaß beim Filmschauen.